Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr könnt es vielleicht schon sehen. Oben links in der Ecke ist die 499 und zwar relativ gut ausgefüllt. Ja, fast bis zur Mitte. Wir haben hier schon über 500 Millionen Erfahrungen wieder dazu bekommen. Heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg zur 500. Aber wie kam das zustande? Und zwar gucken wir mal in die Post, und zwar auf die Kämpfe. Und dann schauen wir mal uns hier an in der Schattenwelt. Ja, hier haben wir Samovar der Bleiche. Ja, also der Gegner, den ich jetzt schon ganz, ganz lange Zeit hier in Hemoridor hatte, ist besiegt worden. Ja, ich hatte ja noch predicted irgendwie mit, ich glaube vor 2-3 Leveln so ungefähr, der wird noch bevor wir 500 werden, wird der safe noch fallen, so, weil das ist noch viel, viel Zeit, die bis dahin vergeht und bis dahin sollte der auf jeden Fall fallen. Und ja, das ist jetzt geschehen und wir werden uns jetzt den Try gleich angucken zusammen. Ich hatte ihn wie immer bisher auch noch nicht so gesehen, ich skippe ja immer durch und bei den Free Tries und ja, wenn ich dann auf einmal sehe, oh, warte mal, da ist ja irgendwas passiert, was ja sonst nicht passiert ist, ja, dann merke ich, aha, da ist jemand gefallen. Ja, und in diesem Fall ist es jetzt der Samovar der Bleiche gewesen oder, wie ich ihn jetzt lieber nenne, Samovar die Leiche. Okay, gut, wir beruhigen uns und gucken in den Kampf rein. Mal gucken, wer hier so Schaden angerichtet hat. Der Marquardt vielleicht, der hat einen sehr guten Crit rausgehauen. Die Kunigunde vielleicht auch nochmal, die hat 2 Hits überlebt, das war das Entscheidende. Dass die Kunigunde nochmal einen Hit überlebt hat, das war jetzt wahrscheinlich der entscheidende Move gewesen. Und wir haben eine Glücksmaske bekommen. Ja, zumindest war es früher so, dass das ein Glücksitem war. Da die aber abgeschafft worden sind, haben wir hier jetzt ein Dreier-Attributs-Item für einen Krieger. Ja, das ist ja ganz nice. Epische Chance ist jetzt nicht so nice, aber mal gucken, was sagst du denn dazu? Plus 47 ist sehr, sehr gut. Ja, die Rüstung ist jetzt nicht so entscheidend, sag ich mal. Aber ich denke mal, das kann er ganz gut gebrauchen. Ja, aktueller Gegenstand ist 6-mal verzaubert. Wir haben dort ein gutes Item. Wann mal hat er irgendeine Rune drauf? Nö. Gut, das heißt, das Ding, das können wir hier zum... Oh, das ist immer gut. Nice, kriegt der Bertram jetzt die Sanduhren. Heißt, wir können... okay, lad mal runter. Gut. Ich muss noch leveln hier. Das muss ich noch ganz fix machen, wo ich das gerade sehe. Zack. So, und das heißt, wir werden jetzt diesen Gegenstand hier zerlegen, bekommen dafür sehr viele Kristalle wieder, ja. Was hat er für einen Stein drin gehabt? Okay, kein Problem. Zack. Und ja, der Gegenstand hier, ich weiß nicht, wie weit wir das verbessern. Mal gucken, was hatten der... hier sind die Gegenstände auch alle so, plus 2. Ich sag mal, ich mache da vielleicht mal 3, 4, 5. 5 ist schon teuer nachher. Dafür, dass der Bertram von meinen Begleitern her jetzt nicht so der stärkste ist, sag ich mal, investiere ich jetzt auch nicht so viel rein. Ich glaube, plus 4 Mal ist ganz okay. Haben wir zwar ein paar Punkte minus gemacht, aber ich denke mal, so ein bisschen wird sich das ausgeglichen haben durch die Stats, die wir jetzt auf das Item hier gut gemacht haben. Dafür kriegt er jetzt auch noch einen guten Edelstein. Nicht den besten, aber auch nicht den schlechtesten. Hier kriegst du den. Zack. Und dann sollte der zufrieden sein, denke ich mal. Jo. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar Kristalle gut gemacht, was natürlich uns auch sehr zugute kommt. So, wir haben das PvP-Equipment / PvE, also gegen Monster auch, das Equipment an. Deswegen werden wir noch gleich einen Free Try machen. Unsere Begleiter sind eine Stufe höher als vorher. Wir haben jetzt hier einen Stärkegegner. Den Olifantenbändiger mit der Magierwaffe hier am Start, der Stärke-Schaden raushaut. Ist auch immer sehr lustig zu beobachten, ja. Unser Krieger hat ganz guten Anfangsschaden gemacht, so. Oha, und dann werden wir hier Hardcore-mäßig weggekrittet. Ja. Kunigunde hat hier natürlich mit die besten Chancen, weil die sehr gut ausweichen kann, was sie aber nicht macht. So, und, Alter, da haben wir aber eine gute Schelle kassiert, würde ich mal sagen.
Ich glaube, den werde ich jetzt als nächstes erstmal nicht angreifen. Ich weiß nicht, welchen wir sonst hier... Ramsey war, glaube ich, relativ machbar. Okay, Ymir ist so gut wie unmöglich momentan. Entweder Paddy oder Ramsey wird unser nächstes Opfer werden. Das werde ich mal in den nächsten Free Tries mal so herausfinden. Welcher von denen eventuell für uns besser geeignet sein könnte, ja, welcher eventuell früher liegt, und vielleicht kriegen wir sogar noch einen Gegner hin, bevor wir Stufe 500 erreichen, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil so weit weg ist jetzt die 500 gar nicht mehr, ja, und deswegen denke ich mal, ja, wird das noch so ein bisschen auf sich warten. So, wir können nochmal das Glücksrad drehen hier. Und ich habe übrigens jetzt, das war glaube ich heute Morgen gewesen, ja heute Morgen muss das gewesen sein, ich habe meine Schatzkammer jetzt auf Stufe 16, Ausbau läuft natürlich direkt, habe ich direkt weitergemacht, direkt auf 17 hoch. Wir haben jetzt hier auch endlich diesen Slot frei, ja, wo wir jetzt hier endlich auch mal ein paar Items drin lagern können. Den ersten haben wir freigeschaltet, jetzt haben wir auch die Truhe hier oben im Profilbild zu sehen. Ja, sehr, sehr nice das Ganze, haben wir sogar was wir direkt in den Kessel schmeißen können. Und das erste Item, was 2,5 Mille wert ist, das heißt, das ist mit das höchste, was ich so bekommen kann von den Items. Deswegen bewahren wir das mal auf und gucken mal, wann wir das denn zur Hexe bringen können. Werde ich safe vergessen, aber ich hoffe mal, ich kann mich daran erinnern, da mal täglich mindestens einmal reinzuschauen, um mal zu gucken. Aha, das ist heute dran. Gut, wir haben noch nichts in die Toilette reingeworfen, deswegen werden wir mal dieses Billig-Item nehmen, das da reinschmeißen. Gegenstand werden wir zerlegen, weil wegschmeißen wir ja umsonst. Ja, das Ding haben wir ja auf Stufe 66 geknüppelt. Natürlich kann man trotzdem noch den Füllstand weiter befüllen hier. Ganz klare Sache, aber die Aura steigert sich natürlich nicht mehr. Da haben wir dann das Zenit, das Maximum, erreicht. Auf jeden Fall. Jo, wir können nochmal in den Arena Manager reinschauen hier. Da können wir nochmal den Max-Button ausnutzen hier. Ich weiß nicht. Ja, das Ding werde ich wahrscheinlich nicht mehr hochgeknüppelt bekommen. Durch den Boost, das macht sich relativ gut bemerkbar, bin ich jetzt fast schon wieder bei meiner Runenanzahl relativ schnell angelangt, die ich hier auch an Runen gespeichert habe. Und ja, das ist ganz nice. Opfern werde ich jetzt nicht, mache ich irgendwann später auf jeden Fall. Ja, gut, und schon wieder hier mit dem falschen Equipment was angenommen. Man kennt es ja nicht anders. So, wir gucken nochmal kurz auf den Battlemage rüber, was der hier so zu sagen hat. Da haben wir ja letztens gerade erst die Stufe 400 geknackt. Sehr cooler Meilenstein auf jeden Fall. Füttern hier das nächste Pad auf Stufe 200 hoch. Das ist auch immer ganz nice, wenn man da wieder eins abgefrühstückt hat. So, und hier sind wir auch gut dabei, Feuer hoch zu jagen. Hier fütter ich ja zwei Pads noch gerade simultan, weil hier Sumsum bald auch die Stufe 200 erreicht hat und deswegen benötigt das auch nicht mehr so viele Früchte und von den Erdbeeren haben wir sowieso mehr als genug, also von daher alles cool. Können wir da auf jeden Fall momentan da auch zwei gleichzeitig füttern, ist ganz nice. Achso, wir haben ja, stimmt, habe ich fast vergessen, wir haben ja das Würfelspiel hier auch noch. Da muss man sich jetzt auch noch mal dran erinnern, hier so. Kristalle nehmen wir auf jeden Fall mal mit, das ist immer ganz nice. Ja, zumindest mal ein bisschen was. Sehr, sehr cool. Machen wir das hier auch gleich mal. Stimmt, ey. Da muss man sich echt dran erinnern, dass man das mal... dass man das mal jede Stunde so macht immer. So, nochmal. Vielleicht kriegen wir mal hier ein paar... zumindest 4. Ja, 4. Also höher als 4 bin ich bisher auch nicht gekommen, muss ich sagen. 4 war immer so das Höchste. Ein 5 hatte ich noch nie gehabt. Und ich habe schon sehr, sehr viel gewürfelt. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul, deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall drüber. Und ich sag mal so, 10 Sanduhren sind auf den anderen Accounts auch 10 Mille an Gold, wenn man sich die... Ne, 5 Millionen an Gold, wenn man sich die aus dem Shop holt. Oder 10? Ne, ich glaube 5. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, eins von beiden auf jeden Fall. Ja, müsste ich nochmal drauf Acht geben. Ja, deswegen auf jeden Fall auch nicht das Schlechteste, aber ich würde mich natürlich auch freuen. Mana-Trank ist voll, wenn ich mal einen 5er kriege. So, wir ziehen dran, kriegen ein paar Schlappen. Stärke, ja, ist für uns natürlich... Oh, Lebensenergie-Item. Ist natürlich plus 5%. Das schmeckt natürlich schon, muss ich sagen. Schmeißen wir das gleich rein hier wieder. Verkaufen das hier. Wie sieht es denn aus? Plus 21. Dreimal haben wir unseres verbessert. Plus 5 Lebensenergie ist natürlich nice. Auf dem Battlemage ist das natürlich sehr nice.
Aber ich sehe gerade, ich habe keine Edelsteine. Ah ja, das ist ja das Problem. Ich bin hier ja noch am Ausbauen. Stimmt, ich habe hier ja sogar noch ein paar mehr Items, die ich sehr gerne wechseln würde, aber ich habe keine Edelsteine. Mal gucken. Wenn wir das Ding hier rausnehmen, so, und das jetzt vielleicht einen Begleiter geben. Das ist ja hier für den Beard Ram. Ne, ist nicht für den Beard Ram. Ach so, ist ein Magier-Item. Ah, ja, Magier-Item mit Stärke, das passt natürlich überhaupt nicht. Schade, sonst hätte ich gedacht, hätte man vielleicht das hier rausnehmen können, tauschen mit den Schuhen von einem Begleiter und da den Edelstein raus und dann vielleicht hier rein. So ist das problematisch, weil ich würde ungerne die Schuhe einfach wegschreddern für den Edelstein, weil der Edelstein, der ist auch schon richtig outdated. Heißt, im Umkehrschluss, wir müssen auf dieses Glanz-Item hier müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da dann dementsprechend die Edelsteinmine ausgebaut haben, um dann auch einen guten Edelstein reinsetzen zu können. Das ist natürlich bitter. Ja, da muss man noch sich ein bisschen gedulden. Aber hilft nichts, müssen wir durch, ja. Ist so. Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen gedulden. Ist jetzt ein doofer Zeitpunkt jetzt, wo die Mine jetzt die ganze Zeit am Ausbauen ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für den späteren Spielverlauf, denke ich mal, wenn wir das Teil schon relativ früh über die 25er-Marke gejagt haben, damit wir das dann auch dementsprechend ausbauen können, plus halt Edelsteine suchen. Ja. Ich möchte die zumindest auf 25 bringen. Vielleicht werde ich dann auch switchen auf die Schatzkammer. Aber auf dem Account lege ich jetzt nicht so ganz viel Wert, dass ich hier jetzt drauf Acht gebe, hier jeden Tag da in den Hexenkessel zu gucken, welches Item da jetzt am Start ist. Also muss ich mal sehen, muss ich mal gucken, was ich da machen werde auf jeden Fall. Ja, was ist jetzt für heute erstmal mit dem Video? Alter, Bro. Manchmal lassen die sich aber auch hier sehr komisch anklicken. Und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.